Man kann der Himmel von hier wie nirgendwo anders sehen, sich hinsetzen im Le Jardin Secret, in einer schönen Bank und die Wolken ziehen lassen, ist für mich eine der schönsten Sachen überhaupt in diesem Brühler Schlösser. In Granada dagegen, die Stadt nebenan, das Tal rumherum, die Berge im Hintergrund sind von einer großen Bedeutung für die Alhambra. Die Alhambra wäre nicht so wichtig ohne dieses Element. Mein Name ist Juan Antonio Villar. Ich bin Historiker und offizieller Fremdenführer von Granada und die Alhambra. Und gleichzeitig mache ich historische Forschungen für die Alhambra, vor allem im Bereich Dokumentation. Die Alhambra ist eine der haupthistorischen Gebäude überhaupt in Spanien. Die Alhambra ist eine riesige Anlage, fast 64 Hektar innerhalb der Verteidigungsmauern. Die Alhambra war gleichzeitig die Hauptfestung vom Königreich Granadas und Residenz der maurischen Könige von Granada. Der Palast der Alhambra war ihre Residenz. Die Paläste sind wunderschön. Die Gärten sind auch einzig, weil das eine Mischung von alten muslimischen Gemüsegärten zusammen mit barocken, mit Renaissancegärten. Die Hauptattraktion der Alhambra ist der Löwenhof, eine der Weltwunder. Das war damals der Harem der Könige von Granada, die private Residenz der Könige von Granada. Man vergisst oft, dass die Alhambra 500 Jahre lang auch noch Residenz der Christen war und dass die Alhambra durch diesem Verständnis der Christen über diese Wichtigkeit der Alhambra, dass sie alles respektiert haben und bis heute noch erhalten geblieben ist. Die Alhambra wurde Weltkulturerbe in der Konvention von Buenos Aires im Jahr 1984 zusammen mit dem Brühler Schlösser oder mit der Vatikanstadt oder viele andere spanische Denkmäler. Das war das Jahr Spaniens gewesen für die UNESCO. Für die Alhambra, diese Ernennung bedeutete viel. Erstmal natürlich, wie für die Brühler Schlösser kann ich mir vorstellen, Ehre und Stolz. Gleichzeitig, diese Ernennung bedeutete eine große Herausforderung für die Verwaltung der Alhambra, denn man musste sich an andere Maßnahmen anpassen. Eine der Hauptideen der UNESCO war, diese historischen Denkmäler zusammenzubringen, dass sie voneinander lernen würden, dass sie gemeinsame Erfahrungen hätten. Die UNESCO hat ein neues Gefühl in Granada erweckt. Man musste auf den Denkmal aufpassen. Man kann nicht immer nur vom Denkmal profitieren, sondern man muss aufpassen, dass alles in Ordnung behalten wird.